Bundessender. Und Sie haben wieder eingeschaltet, genauso wie 350 Fans hier im Kapitol in Köln. Heute Abend nur Lieblingsthemen von mir. Sensationelle Themen. Ein fantastisches Jubiläum heute Abend. Thema Nummer 1 bei uns, 56 Jahre LSD. Ja, nachher dazu mehr. Lass mich ruhig Zeit zu Hause. Ja, Sie wissen, ich habe ein Herz für Dicke, oder? Das habe ich auch bewiesen. Ja, ich habe nie von diesen fetten Monstern gesprochen, wie es andere tun. Ich habe ein Herz für Menschen, die, wir wissen seit Neuestem, ein Virus ist ja dann schuld. Und jetzt gibt es etwas Neues. Bücher, Liebesbücher, Liebesromane, nur für Dicke. Alles darüber nachher bei uns. Und Hunde. Wie oft habe ich gesagt, ich liebe Hunde. Ich habe als Kind gelitten, dass ich keinen Hund habe. Ich habe als Jugendlicher gelitten, dass ich keinen Hund habe. Und heute leide ich darunter, dass ich offiziell kein Hund sein darf, meine Damen und Herren. Hunde dürfen seit Neuestem heiraten. Ja, eine schöne Sache. Und ich habe vorher kurz mich mit dem Publikum angefreundet vor Beginn der Sendung. Und einige haben geweint. Lüge ich? Nein. Einige haben geweint, als ich gesagt habe, das wird das ganz große Thema. Hunde. Und wie immer in diesen Tagen die ganze Woche unter dem Thema, was ist los bei Tic-Tac-Toe und vor allen Dingen, was ist wirklich los bei der Originalband Tic-Tac-Schmidt. Auch heute wieder. Doch bei Tic-Tac-Schmidt. Vorwürfe, Verdächtigungen, Lügen. Ihr habt in letzter Zeit ziemlich viel Scheiße über mich gehört. Jetzt hört ihr die Wahrheit. Egal, was die Leute da draußen jetzt sagen. Ich habe mich trotzdem lieb. Und was wird aus der geplanten Tournee? Ich will die Tour. Ich will es machen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es auch schaffe. Tic-Tac-Schmidt. Die ganze Wahrheit. Gleich in Sat 1. 3-1, Platz 2-3, Ehrengäste aus Bielefeld. Aus Bielefeld, meine Damen und Herren. Ja. Knut aus Bielefeld mit Tessie und Ricky. Heute Abend hier bei uns. Mit Tessie aus Bonn und mit Ricky aus Bielefeld. Und wie immer, Tic-Tac-Toe Begleitband, Helmut Zerlett, Ilos Zerlettos. Danke dir. Danke. Helmut, seit vielen Jahren bei uns dabei. Danke, Helmut. Helmut Zerlett, meine Damen und Herren. Wie hat eigentlich der VfB Stuttgart gespielt? Weiß man das? Gegen Hamburg? Wir haben ja leider schon vorher mit der Arbeit anfangen müssen, aber gestern, ich sage nur eins, hallo Karlsruhe, zurück aus Cottbus. Das kann schon mal vorkommen. In Cottbus darf man verlieren. Ja. 53 Spiele ungeschlagen, mittlerweile 54 und so geht das weiter. Sie werden zu Recht fragen, wer, bitte sag uns, wer sind die Gäste heute Abend? Und heute Abend eine der attraktivsten Frauen der Welt. Und wenn sie nachher hier raus schwebt, ist zu wenig gesagt, aber mir fehlt bei meinem simplen Wortschatz ein Tu-Wort, ein Verb. Ja. Wenn sie nachher hier einfach da ist, dann würde ich sagen, stimmt, Supermodel Tatjana Patitz. Heute Abend hier. Und einer der attraktivsten deutschen Männer, meine Damen und Herren, der Deutsche, ja, wie soll ich sagen, er ist ein Unikat. Es gibt seinesgleichen nicht auf diesem Planeten, den wir alle nur geliehen haben. Der deutsche Superstar lebt jetzt in New York, heute für uns hier in Köln. Christian, the Legend, Kamann, hier.
Ein schönes Jubiläum. Ein schönes Jubiläum. In diesen Tagen feiern wir 56 Jahre LSD. Ja, da gibt es zu Recht Applaus. Ja, viele. Das geht aber nicht mehr weg, oder? Das ist richtig Tattoo, nicht nur aufgeklebt. LSD, die Naturwissenschaftler unter Ihnen werden wissen, Lysergsäure-Diethylamid. Lysergsäure-Diethylamid. LSD soll vereinzelte Nebenwirkungen haben, ich weiß es nicht. Man kennt es nur von seinen Lehrern früher, ja, die das oft im Selbstversuch vor der Lehrprobe getestet haben, um zumindest die ersten 10 Minuten durchzuhalten. Experten, und da muss ich sagen, Experten warnen, ja, und sagen, Vorsicht mit diesem Zeug. Man sieht bei LSD Dinge, die überhaupt nicht vorhanden sind und schottet sich die meiste Zeit der Woche von der Außenwelt ab. Servus FC Bayern! Und ich sage nochmal, um nicht missverstanden zu werden, Finger weg von LSD. Finger weg von LSD. Sie können ähnliche Wirkung im Moment, wenn Sie Pech haben, mit einer Tube Senf erreichen. Und ja, und wie das aussieht, wenn Sie LSD zu sich genommen haben, wir haben eine LSD-Kamera hier, schauen Sie mal, dann sehen Sie solche Bilder. Sehen Sie das? Fällt Ihnen was auf? Wie zum ersten Mal seit mehreren Wochen sehen Sie Ihr Bild wieder klar zu Hause. Merken Sie das? Das sind diese Farben, schauen Sie. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Drogen. Ja? Es gibt ja diese Geschichte von einem Kiffer, von einem Kokser und von einem LSD-Abhängigen, die zusammen im Gefängnis sitzen. Und der Kokser sagt, ja, wir biegen einfach die Eisenstangen auf und gehen raus aus diesem Faschistenknast. Ja? Und der LSD-Typ sagt, ja, 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 lass uns rausfliegen. Ja. Und der Kiffer sagt, erst rauchen, morgen weiterschauen. Ich weiß nicht, welches Thema Sie jetzt hören wollen. Ich möchte ehrlich sagen, ich habe ein Lieblingsthema heute, aber ich möchte es nicht bevormunden. Wir haben das Thema Liebesromane für dicke Menschen und Hochzeit für Hunde. Welches Thema möchten Sie als erstes hören? Ja? Bitte? Wie? Hochzeit für Hunde. Hochzeit. Nein, Hochzeit für Hunde. Tut mir leid, warte. Stellen Sie sich mal das vor. In Amerika, im tollen, modernen Amerika, Präsident William Clinton, genannt Bill. In Amerika dürfen Hunde jetzt, und ich als Hundefreund sage, endlich heiraten. Der Priester sagt die entscheidenden Worte, wer dagegen ist, der hebe jetzt ein Bein oder schweige für immer still. Ja. In Las Vegas. In Las Vegas. Und ich bin ein solcher Hundefan. Ich habe mich vorgestellt, tauschen denn die Hunde Ringe? Und sagt dann der Priester, nachdem die Hunde die Ringe getauscht haben, so, jetzt dürfen Sie am Hintern der Braut schnüffeln. Ich hoffe, dass wir da bald sehr viel mehr erfahren über Hundehochzeiten in Las Vegas. Ich sage es nochmal, meine lieben Fans, meine treuen Zuschauer im ländlichen Teil unserer schönen Heimat. Hunde dürfen Hunde heiraten, nicht das Herrchen. Ja? Hunde. Ja. Und da muss man noch mal sagen, typisch, dass ein so tolerantes Land wie Amerika das erlaubt, dass Hunde heiraten, oder? Die haben gesagt, ja, yeah, warum soll ein Hund nicht einen Hund heiraten? Hauptsache, es ist dieselbe Rasse. Ja. Ja, das ist halt nicht ein Spaniel, ein Pudel. Oder ein, weiß nicht was. Übrigens, es hat schon Auswüchse, ja. Viele Hunde gehen eine Scheinehe ein, um schnell aus China wegzukommen. Und
Ich habe noch nie Hund gegessen. Also zumindest habe ich immer Ente bestellt. Ja. Und es gibt natürlich auch schon Scheidung bei Hunden in Las Vegas. Hauptstreitpunkt, wer behält das Herrchen? Wenn Hunde auseinandergehen, Sie kennen diesen schönen alten Schlager. Meine lieben korpulenten Anhänger, liebe Opfer des Virus AD36, das zur Leibesfülle zwingt, meine lieben Dicken zu Hause. Hallo, Fettis. Endlich. Und ich habe immer ein Herz gehabt für unsere beleibten Mitbürger. Ja? Jetzt gibt es endlich spezielle Bücher für Dicke, spezielle Liebesromane. Und eigentlich gibt es die schon lange und sie heißen Kochbuch. Das sind ganz tolle, ja. Im Sommer haben es ja unsere korpulenten Mitbürger besonders schwer, wenn sie immer so ein Bettlaken draußen in der Straßenbahn, ja, so mit dem Hemd über die Hose hängen. Und es sind nicht so dünne Höftchen, sondern es sind natürlich, dicke Menschen wollen dicke Bücher, 500 Seiten, ja, es sind richtige Schwarten. Es sind richtige Schwarten. Und die Renner sind, Platz Nummer 1, Moby Dick. Geschrieben von wem? Das fragen wir immer gleich so mit. Herman Melville. Herman Melville war beim Finanzamt und hat Moby Dick geschrieben. Ja? Dann von John Grisham. Und da haben wir heute Mittag gestritten, heißt er eigentlich John Grisham oder John Grisham? Wissen Sie es? Grisham. Grisham. Grisham, zum Wohlsein. Ja. John Grisham. Von ihm gibt es gleich 3 Bücher, die dicke Akte, die dicke Jury und der dicke Klient. Ja. John Grisham. John Grisham. Dann ein Autor, den wir alle lieben, hat Millionenerfolge, Sophies dicke Welt, von Jostein Gaarder. Und heißt er Gardner oder Gardener? Wissen Sie das? Signalisieren Sie mir der Wurstigkeit bei diesem Namen. Jostein Gaarder, damit ich richtig O. Die Jostein Gaarder, Sophies dicke Welt, Milan Kundera, die unerträgliche Leichtigkeit des Dickseins. Und Jules Verne in 80 Tagen ums Buffet. Ein Ehrengast aus Bonn heute Abend hier bei uns, meine Damen und Herren, mit Oliver aus Bielefeld. Sie kennen sich schon lange und Sie haben es nicht mehr geschafft zum Tic-Tac-Toe-Konzert. Und wir haben heute schon wieder Neues über Tic-Tac-Toe, denn die Werbung steigt jetzt ganz groß ein auf Tic-Tac-Toe. Ich habe ein bisschen geschmökert heute Nachmittag in diesen Schwarzen für unsere dicken Mitbürger und ich habe eine ergreifende Szene gelesen. Zwei ältere, beleibte Menschen stehen an einem Fluss und sie schauen sich an, sind nackt, ihre Augen beginnen zu schimmern und sie beschreiben sich gegenseitig ihre Füße. Ich schäme mich nicht, ich habe geweint. Diese Bücher sind alle in extra großer Schrift gelesen, weil die Dicken können ja die Bücher nicht so nah ranhalten. So. Meine lieben Medizinstudenten, liebe Ärzte, liebe Kassenpatienten, großer Internistenkongress in Wiesbaden. Und Sie wissen alle, was Internisten sind? Ja? Internisten sind die Studenten, die keinen Bock hatten, eine Spezialausbildung zu machen. Ja, das sind die Internisten. Ja. Und kein Witz, das Hauptthema auf diesem Internistenkongress, chronischer Husten. Chronischer Husten. Bio hatte gestern Abend wieder einen Riesenerfolg. Übrigens, ja, chronischer Husten ist das Hauptthema bei... Ich will nicht. Warum muss das Thema auf dem Ärztekongress sein? Chronischer Husten ist zum Beispiel im Ruhrgebiet eine traditionelle Begrüßungsart. Ja? Ja? Willi!
Wie ist es? Gut, oder? Das kühlt nicht vom Hälse, sondern von ganz unten. Gibt es eigentlich noch diese tolle Werbung da? Nimm den Husten nicht so schwer. Genau, jetzt kommt der Hustenettenbär. Hustenetten. Gibt's die noch? Kennst du die? Ja. Das hat mich geprägt in der Jugend zusammen mit dem Satz, Olaf hat Husten. Kennt ihr auch noch dieser Glatzkopf? Oben auf dem Trapez. Nimm den Husten nicht so schwer. Für alle, denen das ein bisschen zu schlicht ist, jetzt die Weisheiten aus dem fernen Osten. Konfucius sagt, guten Abend, mein Name ist Barbara Eligmann und das sind unsere Themen. Heute Morgen sag ich, Oetker, zeig mir mal, ja. Zeig mir mal den Artikel mit den größten Buchstaben, dass ich mich nicht schon um 14 Uhr kurz nach dem Aufstehen anstrengen muss. Ich sage, Steffi, hier, WM in Deutschland, warum morgen der wichtigste Tag ist. Morgen wird, ja, im Grunde werden morgen die Würfel schon mal zurechtgelegt. Kommt die Fußball-Weltmeisterschaft nach England oder nach Deutschland? Und wir haben uns gedacht, das sollte sportlich zugehen, ja. Da sollte keine Schiebung stattfinden. Alles hat Vor- und Nachteile. Schauen Sie zum Beispiel hier, sag mal, England hat, um sehr staatstragend anzufangen, die Queen. Wir haben den Kaiser. Ja? Wir bleiben bei was Schönem, traditionell. England hat die Hooligans. Wir haben Ernst Mosch. Hey, Entschuldigung, Moment. Ich habe aus Versehen die falsche Karte weggezogen. England hat die Hooligans. Achtung, wir haben Ernst Mosch. Weiter. Ich will es zeigen, wie es passiert ist. Schauen Sie. Hier, ja. Schauen Sie, wie mir der Fehler passiert ist. Das sind die Hooligans, ja. Und ich habe aus Versehen Ernst Mosch weggezogen und hätte die Hooligans wegziehen müssen. Sehen Sie? Aber jetzt kann ich es richtig. Und das nächste ist ganz toll. Das ist sehr witzig. England hat das Monster von Loch Ness und wir haben Tour. England hat Prince Charles und wir haben Fan Charles. Und, was Kulinarisches. Was Kulinarisches. Nein, ich nehme lieber das hier, oder? Das ist so schwer mit Hundehochzeit. Das hier, schauen Sie, das ist was Sportliches. England hat Wimbledon und wir haben die Wimbledon Sieger. Boris bei uns zu Gast mit Moby Dick unter dem Arm und Red Bull verleiht Flügel. Und Njam, Njam, Njam. Stört Sie es, wenn ich bei besonders leckeren Speisefotos in Zukunft Njam, Njam, Njam mache? Nein, aber es war mir so angewöhnt und es kommt irgendwie gut. Njam, Njam, Njam. Njam, 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 Njam. Njam, Njam, Njam. England hat porridge and we have Babbage. Njam, Njam, Njam. Nimm den Husten nicht so schwer, es kommt der Hustenettenbär. Hustenetten. Nachher schalten wir übrigens noch zu unserem Starreporter Kai Edel zum Tic-Tac-Toe-Konzert heute nach Neu-Isenburg, meine Damen und Herren. Wir sind live dabei. Exklusiv. Bin schon ganz aufgeregt. Jetzt haben wir erst Zuschauerpost, wie das immer Tradition bei uns hat. Jeden Mittwoch oder wann immer es uns einfällt. Briefe bringt bei uns nicht irgendwer. Briefe, die bringt bei uns der Letterman.
dem Hotel Kastanienhof am Bahnhof 7 in Erding. Immer wieder originell. Wir möchten uns vorstellen mit Hilfe dieses Gedichtes, noch dazu ein schlichtes, ein Haus voll von engagierten Leuten, die schon zahlreiche Gäste hier betreuten. Der Name ist Hotel Kastanienhof ist, und wenn man ihn nicht mehr so schnell vergisst, wenn man einmal hier gewesen ist. Service und Herzlichkeit werden bei uns an erste Stelle gereiht. Den Aufenthalt bei uns hat noch jeden gefreut. Den Aufenthalt bei uns hat noch... Ist ein deutsches Restaurant, meine Damen und Herren. Ja. Und so geht es weiter. Also schöne Sache, und wir machen gerne diese Werbung. Dann, hallo Harald. Als großer Fan deiner Show verpasse ich, wenn es geht, keine Sendung und finde Talks immer sehr lustig, weil fast immer interessante Gäste da sind. Martin Lienau aus Asenberg 46 in Lüdenscheid. Und weiter unten geht es weiter in diesem Originalbrief aus Lüdenscheid. Manchmal sieht es dabei so aus, als wenn die Prominenten quasi auf Stichwort lustige Geschichte erzählen. Da würde ich mal gerne wissen, welche Show du gesehen hast. Manchmal... Manchmal geht es aber auch total chaotisch zu. Deshalb meine Frage, sind die Gespräche mit den Gästen vorher eigentlich geprobt oder ganz spontan? Martin aus Lüdenscheid. Ich sage ganz ehrlich, wir proben die Gäste. Ja, wir proben das vorher. Wir haben einen der besten deutschen Theaterregisseure dafür engagiert, Peter Zadek. Und wir haben ein bisschen im Archiv gesucht und das Gespräch mit Karl Moik in der Probe mit Peter Zadek. Wir wären soweit mit der Probe, wenn... Ja? Stopp mal. Ja? Harald, das ist von dir ein bisschen spießig, wie du so fragst. Ja. Mach's mal irgendwie... Ich weiß nicht, mach es mal. Ja. Ja, Karl, 100. Musikantenstadel, ein Riesenjubiläum. Stopp mal. Ja? Na, was will er? Ja. Toll. Stuart sagt gerade was sehr Gutes. Karl, das ist irgendwie langweilig da auf dem Stuhl. Haben wir mal eine Badewanne? Dass du dich mal probeweise in eine Badewanne reintust. Weiß nicht, muss ich dabei bleiben? Kann auch mal mit Anzug in Grill der sehen oder ein Fernseher Ja? oder der Stuhl gefällt Es sollte das mir. Wasser ein bisschen angewärmt werden. Ja? Aha, also bringt ihr eine Badewanne oder... Da fange ich nochmal an. Das wäre doch besser mit der Wanne, oder? Was sagt ihr? Ja. Wenn er so will. Gut, Karl, fangen wir nochmal an, ja? Ja. 100. Karl? Mit der Badewanne. Musikantenstadel. So, mit 100. Die Bitte? Jacke ist irgendwie komisch. Bitte? Wäre es ein Problem für dich, wenn du dich mal ausziehst? Ja, einfach ganz nackt und so, dass du dich richtig wohlfühlst. Also ich? Und setz dich mal nach vorne, probier mal irgendwie so, als ob du ein Schlauchboot wärst. Komischer Typ, ha? Ja, Also, rotes, sagt Stuart. Ja. Ja. Und Harald, besser. sprech mal nach hinten. Setz dir mal eine Plastiktüte auf den Kopf. Ja. Weißt du, dass da ein bisschen Spannung reinkommt zwischen Ja. euch? Das ist der Sag, ist der Bourgeois Typ so ganz hier. dicht, Das oder wie? ich weiß nicht, also er ist sehr teuer. Ja, Wir haben ihn jetzt neu. Ich gehe dann mal. Schaut Ihr bringt das ja ohne mich noch ein bisschen. Wir sehen uns Ist es so übermorgen besser? oder nächste Woche. Ja, ich lasse euch anrufen. 100. Musikantenstadel. Ja, wir lassen uns da gerne ein bisschen in die Karten schauen. Etwas Würdevolles, etwas Pietätisches zum Schluss. Eine ältere Zuschauerin schreibt uns, lieber Harald, wir freuen uns immer wieder über eine Anzeige in unserem Heimatplättchen in Oderbruch. Angelika Plätt aus Berlin. Wir sollten daran denken, alles ist vergänglich in unserer irdischen Zeit. Und irgendwann braucht vielleicht jeder einmal das hier, Bestattungshaus Möse. Auch für mich? Ja. Tic-Tac-Toe-Woche, meine Damen und Herren, das ist unsere Adresse und unsere Internetadresse, wenn Sie auch solche kleinen Briefe für uns haben. Tic-Tac-Toe-Woche hier in Sat.1 und neu. Auch die Industrie, die Werbung steigt jetzt auf Tic-Tac-Toe ein und verdient eine schnelle Mark zu verdienen mit den Schlagzeilen, die Jesse, Lee und Ricky machen. Der neueste Spot im Zusammenhang mit Tic-Tac-Toe.
Als Hotelfachfrau muss ich wirklich 24 Stunden am Tag meinen Mann stehen. Immer freundlich lächelnd auf dem größten Arschloch die Tür aufhalten. Aber zum Glück gibt es Tic-Tac-Toe. Seit es Tic-Tac-Toe gibt, fühle ich mich in meinem Beruf viel wohler. Ich finde dich scheiße. Verpiss dich! Verpiss dich! Ich habe es angekündigt. Der Satellit steht. Wir sind jetzt verbunden mit Neu-Odessa, mit Neu-Isenburg. Starreporter Kai Edel. Hallo Kai! Haben Sie irgendwas, was für uns von Interesse wäre? Hallo Köln, hallo Harald Schmidt, grüße Sie. Hallo. Ja, natürlich. Wir haben das Konzert hier von Tic-Tac-Toe in der Hugenottenhalle miterlebt, es war großartig. Haben Sie etwas für uns aufbereitet? Haben Sie die Gelegenheit gehabt, mit Konzertbesuchern zu sprechen? Ja, die Fans waren begeistert, Herr Schmidt, aber wir haben jetzt keinen direkt vor der Kamera. Ja. Haben Sie vielleicht ein Mitglied von Tic-Tac-Toe gesprochen? Lee zum Beispiel? Ja, der steht neben mir. Ich frage nochmal, Kai. Lee, die Figur von Tic-Tac-Toe steht neben Ihnen? Frag mal was, ja? Wie fühlt man sich nach so einem Riesenerfolg? Ich will dich scheiße. Herr Edel, Ja? das ist nicht Lee von Tic-Tac-Toe, das ist Herr Lee und der ist nicht bei Tic-Tac-Toe. Ach so, das ist blöd gelaufen. Ja, Ja. dann würde ich sagen, war es das für den Augenblick. Herr Edel, Tschüssikowski, ne? ja, Ja. danke. Tschö. Tolle Sache. Kai Edel, live aus Neu-Isenburg, oder? Wir kommen zur erfolgreichsten Serie aller Zeiten in Sat 1. Demnächst in Sat 1 die dicken Kinder von Landau. Folge 190. Mamas Guido sie zur Farben. Sie ist hier. Mein erster Gast. Ein absolutes Topmodel, eine hinreißend attraktive Frau. Heute Nachmittag aus Los Angeles hier für uns eingetroffen. Herzlich willkommen, Tatjana Patitz. Für uns hier, die wir nie rauskommen, ja, aus Deutschland, die wir jeden Tag hier arbeiten müssen, klingt das immer so aufregend. Aus Los Angeles, jetzt extra zur Show hierher geflogen. Wie war der Flug? Gut, Ja. super. Angenehm. Sind Sie ständig unterwegs? Haben Sie noch mit Jetlag zu tun oder gewöhnt man sich da in Ihrem Job dran? Morgen werde ich wahrscheinlich ein bisschen Jetlag fühlen, aber dann muss ich zurückfliegen. Ja. Gibt es denn eine Möglichkeit, sich da irgendwie dagegen zu schützen? Ich habe gelesen, irgendwie nur Mineralwasser, nur Obst, nur Kräuter, dass man das sozusagen alles eindämmen kann? Wasser, viel Wasser. Ja? Ja. Trinken Sie gar keinen Alkohol? Nö. Nie? Nee, nicht auf den Fliegern, nee. Da nicht. Und sonst privat? Manchmal ein Glas Wein oder ein Bier oder so, ja. Ihre Schwester Sophie war auch mal bei uns zu Ja, Gast. habe ich gehört. Ja? Haben Sie darüber gesprochen? Kurz. Ja. Und wissen Sie, was sie uns erzählt hat? Sie hat gesagt, ist es richtig, Sie haben eine Ranch in der Nähe von Malibu? Ja. Wenn Ihre Schwester da zu Besuch kommt, dann liegen diese bildschönen Schwestern Patitz auf einem großen amerikanischen Bett, Ja. essen Pizza und trinken Bier. Und gucken Videos an. Und gucken Videos. Ja. Ist das so? Ja. Was sind das für Videos? Ja. Welche Art von Spielfilme bevorzugen Sie? Ja, es kommt drauf an. Krimis? Ja, und alte Filme mag ich gerne. Mit Cary Grant? Ja, so klassische Filme. Wo der Charme noch eine Hauptrolle spielt. Ja. Genau. Sie haben mit einem der begehrtesten Männer überhaupt gedreht, mit Sean Connery. Ja. Wie ist, wenn hier der Name Sean Connery fällt, ja, bei uns, dann machen alle Frauen, oh,
Wie ist das, wenn man Sean Connery plötzlich so von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht? Es war ein bisschen, ja, wie heißt es, intimidating am Anfang. Das heißt verunsichernd? Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Ich rate. Ja, I don't know the meaning of the word, genau. Nee, nicht verunsichern. Stark. Stark. Stark, berührend. Ja, er ist groß. Er ist groß. Ja, Sie sehen die Zuschauer lachen, aber es Nee, kommt... stimmt. der Ja, ist und es groß. kommt, glaube ich, auch daher, die meisten Hollywood-Darsteller, ich sage nur Tom Cruise, sind nicht groß. Na, die sind klein. Die sind klein. Ja. Und er ist ein wirklich großer Mann. Ja, er ist groß. Hat er das Toupet auf? Als ich ihn das erste Mal getroffen habe, glaube ich nicht. Nee. Aber er geht da wahrscheinlich ganz locker damit um, oder? Ja, so. Ja. Wissen Sie eigentlich, Sie sind ja hier bekannt geworden durch den Spot von Levis Ja. 501. Ja. Und ist Ihnen aufgefallen, dass wir da zusammengearbeitet haben? Ich erinnere mich nicht. Nein? Nein, Das ich erinnere mich Es muss nicht an- irgendwie die Hitze da in der Wüste gewesen sein. Ich möchte Ihnen mal zeigen, es war wirklich eine große Szene. Ja. Zeig mal den Spot bitte. They gonna be alright this morning. Oh yeah. Keine Erinnerung? Es war wahrscheinlich wahrscheinlich standen Sie gegen die Sonne, nicht? Ja, das Licht war ein bisschen Das zu Licht stark war ein bisschen zu stark. von ihm. Das da ausging, ja. Was ist das für eine Ranch in Malibu? Man liest ja, die ganzen amerikanischen, die Hollywood-Schauspieler leben alle in Montana auf Ranches. Und haben Sie Tiere? Ja, 2 Pferde, 4 Hunde, 4 Katzen und Vögel auch. Und, Ja. und sind Sie sind ja ständig unterwegs, haben Sie denn Zeit, sich um die Tiere zu kümmern oder sehen die verändert aus, wenn Sie zurückkommen? Nee, die sehen gleich aus, weil ich passe auch gut auf die auf. Da ist jemand, der immer auf die aufpasst und wohnt da auch, wenn ich wegfahre. Ein Stichwort. Ja. Das Rätsel natürlich alles. So eine attraktive Frau. Ja, jung, unabhängig, vermögend. Da ist jemand, der auf die Tiere aufpasst. Ja. Ein Freund? Nein, Eine eine Haushälterin. Haushälterin. Ja. Ja. Und Sie sind aber jetzt den weiten Weg hier nach Europa nicht alleine gekommen? Nö. Nein. Und ich darf es verraten, wer Sie begleitet hat auf dieser Reise. Ja. Ja, weil es passiert so viel, wenn man als junge Frau alleine unterwegs ist und er sitzt hinten und sieht sich die Show am Monitor an. Meine Damen und Herren, vor allem meine Damen. Seal sitzt da hinten. Ja, und schaut sich die Show an und er passt ein bisschen auf Sie auf während dieser Europareise. Ja, ganz gut. Haben Sie schon ein bisschen was von Köln gesehen? Sehr wenig. Wir sind ja erst heute Nachmittag Ja. angekommen. Haben Sie denn Zeit zu bleiben oder ist es wie bei vielen unserer Gäste rein Rein und Taxi raus. und wieder zurück? Ja. Morgen gleich wieder zurück nach Ja. Amerika. Wann sehen Sie denn Ihre Schwester mal? Ruf sie an? Nee, ich weiß Ach so. nicht. Ich weiß nicht. Und gibt es noch sowas? Ja, warte. Sollte ein Foto von ihr mitgehen? Also Sie haben, Ihre Schwester hat das erzählt, Sie haben irgendwie noch einen sehr schönen familiären Kontakt. Ihre Eltern leben, glaube ich, in Südfrankreich. Ja, die leben in Südfrankreich. Mein Bruder ist immer noch in Schweden. Ja, da sind Sie auch aufgewachsen. Ja. Und Sie sind geboren in Stuttgart, ist das richtig? Nein, in Hamburg. In Hamburg. Habe in Stuttgart ein paar Jahre gelebt. Aber Sie haben nie Schwäbisch gesprochen. Nein. Nein. Schauen Sie hier. Gäste aus Stuttgart, ganz hinten. Ja. Ganz hinten. Und dann verbringen Sie Weihnachten noch mit der Familie in Südfrankreich oder wo gibt es eine Gelegenheit, dass man sich trifft? Weihnachten, schon seit 2, 3 Jahren bin ich nicht nach Hause gegangen. Ich Ja. habe Urlaub gemacht und bin woanders hin. Nichts mit der Familie. Nein. Ja. Aber dann hören Sie die Trauer hier, weil das sind ja auch Herrschaften, die Weihnachten nicht nach Hause fahren, sondern sie leben noch bei den Eltern. In Deutschland ziehen viele erst mit 30 und später bei den Eltern aus. Ja. Wirklich. Ja, absolut. Und ich muss dann als großes Kompliment sagen, weil man hört nur noch einen ganz, ganz kleinen Akzent bei Ihnen. Deutsch war ja eigentlich nie richtig Ihre Muttersprache, Sie sind in Schweden aufgewachsen. Schweden aufgewachsen, aber habe immer mit meiner Familie Deutsch gesprochen. Aber nur zu Hause. Ja, nur Ja. zu Hause. Und außerhalb Schwedisch? Dann In der Schule und so Ja, weiter? in der Schule. Ist Schwedisch eigentlich Ihre Muttersprache?
Schwedisch spreche ich gar nicht mehr so viel, weil ich lebe schon so lange nicht da. Und das ist mehr das Englische oder, ja. Und ich finde auch diese braunen Haare, ich sehe es jetzt zum ersten Mal mit dieser Haarfarbe, das steht Ihnen toll. Ich kann sie immer nur Danke. blond. Ja, ja, das stimmt. Ja, Ja. danke. Ja, wirklich. Ist Ihre Schwester noch blond? Ja. Tatjana, was eine tolle Sache für mich wäre, wenn Sie mal direkt mit Ihrer Schwester zusammen hier Ja, das wär auftreten schön. können. Das wäre toll, weil Ja. ich kenne dieses Plakat, da brauche ich immer fast einen Unfall. Diese Ja. große Plakatwand, ich weiß nicht, es ist für ein Mineralwasser, glaube ich, oder für eine Creme, wo Sie und Nein. Ihre Schwester zusammen sind. Wofür ist es? Das ist für materiell, für die für Kleidermaterial. Ah, für Kleider. Ja. Ja. Sie und Ihre Schwester zusammen, Ja. Hintereinander, und es ist immer ein Plakat, wo ich so vorbeifahre. Ja, es war ganz groß plakatiert in Deutschland und momentan glaube ich nicht mehr, aber es wäre schön, dass man das mal im direkten Vergleich hätte, Sie und Ihre Schwester. Ja. Ja? Ja. Es war toll für mich, Sie kennenzulernen. Ja, Sie auch. Kommen Sie gut zurück zu den Danke. Tieren nach Malibu. Ja. Und Danke. passen Sie gut auf sich auf. Ja, mach ich. Ja? Tatjana Pakic, bleiben Sie noch einen Moment hier. Ja? Wir sind gleich zurück mit Christian Karmann. Bis gleich. Die Legende ist zurück. Sie können ihn noch nicht sehen, aber ich habe ihn schon gesehen. Er sieht sowas von geil aus, meine Damen und Herren. Aus New York bei uns eingetroffen, Christian, The Legend, Karmann, sein neuer Film, morgen Premiere, ein Mann, Andreas Schimmer, so heißt die Figur, mit den tollsten Fantasien in Bezug auf natürlich Frauen. Schauen Sie kurz rein, Christian Karmann. Hier ist er, herzlich willkommen, Christian Karmann. Willkommen in der Provinz. Ja, danke. Du siehst hinreißend